Hallo, willkommen auf meinem YouTube-Kanal rund um den Ford Focus. Im heutigen Video geht es um das folgende Gadget. Rückwärtsgang einlegen und im Rückwärtsspiegel erscheint automatisch das Bild der Rückfahrkamera. Richtig geile Funktion. Und seitdem ich den MK4 habe, wo ich eine Rückfahrkamera verbaut habe und ich dann doch ab und an den MK1 noch fahre, hat mir die Rückfahrkamera einfach gefehlt. Mensch ist einfach ein Gewohnheitstier und ich dachte mir, hey, da muss es doch irgendeinen Nachrüstsatz geben. Habe ich da ein bisschen schlau gemacht, bin dann auf einige Hersteller gestoßen, unter anderem den Hersteller Wolfbox, der eine ganze Palette an solchen Nachrüstsätzen hat. Und habe mich dann für ein Modell entschieden, wollte es eigentlich bestellen und dachte mir, schreibst du mal den Hersteller an, vielleicht schickt er dir ein Testmuster. Und genauso war es. Vielen, vielen Dank hierfür Wolfbox für dieses Testmuster, welches ich zugeschickt bekommen habe. Deshalb auch der Hinweis oben in der Ecke des Videos, dass es sich um ein Werbevideo handelt. Natürlich bewerte ich das Gadget ganz neutral. Was gibt es noch zu sagen? Oben in dem Video seht ihr so eine kleine Leiste, die ich da eingeblendet habe. Da seht ihr, in welchem Abschnitt ihr euch befindet und wie lange welcher Abschnitt dauert. Einfach um euch die Orientierung ein bisschen einfacher zu machen. Vorneweg, ich habe dieses Gadget jetzt seit circa 2 Wochen im Einsatz. Habe es auf Herz und Nieren getestet und ich muss sagen, von der Qualität her, also von der Arbeitungsqualität so oder so, aber von der Bildqualität her ist das echt eine Hausnummer. Ich würde sagen, diese Kamera steht der MK4 Rückfahrkamera im Nichts im Wege. Sie ist mindestens gleichwertig. Und ja, am Anfang war ich der Meinung, so ein Rückdisplay, also ein Rückspiegel mit einem Display integriert. Ich habe mir das irgendwie so vorgestellt wie so ein altes Smartphone-Display, wo es ein bisschen verschwommen ist und grieselig. Pustekuchen. Das Ding ist gestochen scharf. Ich hoffe, man sieht es auf den Videos, die ich gemacht habe. Das ist echt der Wahnsinn. Wirklich ein gestochen scharfes Bild. Dunkler als der originale Spiegel, aber wirklich nur einen Hauch. Also kaum der Rede wert. Man erkennt tagsüber sowie auch nachts immer noch genügend, wenn man nach hinten rausschaut. Und man kann natürlich jederzeit die Kamera hinten aktivieren. Die Rückfahrkamera aktiviert sich automatisch, indem man den Rückwärtsgang einlegt und dann zoomt er hinten auf die Kamera, zeigt also dann auch Begrenzungslinien an und man kann wirklich ganz problemlos ausparken, einparken, wie auch immer. Lange Rede, kurzer Sinn. Fangen wir doch mal an mit dem Unboxing.
Schauen wir uns doch einmal das Menü an. Einfach auf den Touchscreen fassen. Hier gehen wir auf Einstellungen und als allererstes gehen wir mal runter und schauen uns mal die Version an. Firmware-Version Wolfbox G48S 53 2021 0823G. Je nach Firmware-Version habt ihr sicherlich andere Einstellungsmöglichkeiten, deshalb wollte ich es als erstes mal hier erwähnen. Ja, gehen wir mal Schritt für Schritt durch. Oben und als erstes fängt man an mit der Einstellung, in wie vielen Dateien die Dashcam aufnehmen soll. Also jede Minute eine neue Datei, alle 2 oder alle 3 Minuten eine neue Datei. Dann in welcher Qualität das Ganze aufgenommen werden muss. 720p, 1080p, 1296p. Wir wählen hier die höchste Einstellung. Ob hier der Ton mit aufgenommen werden soll oder nicht. Dann LWDS, ja oder nein. Ich blende euch jetzt mal ein. Das ist nämlich die Funktion, die überprüft, ob ihr innerhalb der Markierung der Fahrbahn seid. Wie ihr seht, wird hier mit einem akustischen Warnton dann signalisiert, dass man die Fahrbahn links oder rechts berührt hat bzw. zu nahe gekommen ist. Power Off, man kann hier einstellen, ob das Gerät sich ausschalten soll oder nicht, also nach 1, 2 oder 3 Minuten, beziehungsweise es soll sich gar nicht ausschalten. Dann die Einstellungen für Datum und Uhrzeit kann man hier manuell festlegen. Datumsformat 12 oder 24 Stunden. Dann gehen wir weiter, die Sprache. Ich lasse das Ganze jetzt einfach mal auf Englisch während des Videos, weil es dann einfacher ist für die Zuschauer, die halt nicht aus Deutschland kommen. Wir haben hier ja den asiatischen Raum, Englisch, wieder asiatisch, Spanisch, Russisch, Deutsch, Italienisch, Polnisch, Französisch und wieder den asiatischen Raum. Dann Klickton an oder aus. Ich habe es gerne aus. Also mit Klickton bedeutet, ich gehe hier jetzt drauf und mit jedem Klick macht er einen Ton. Ich mag das nicht so sehr, also schalte ich das halt aus. Hier stellen wir ein, ob mit 50 oder 60 Hertz das Ganze aufgenommen wird bzw. auch angezeigt wird. Dann haben wir noch hier die Screensafe Options, bedeutet, was passiert, wenn der sogenannte Bildschirmschoner angeht. Er soll gar nicht an sein, das Display soll komplett ausgehen, die Helligkeit soll reduziert werden oder es soll aber nur Datum und Uhrzeit angezeigt werden, also hier oben. Ich habe es gerne, dass das Datum und die Uhrzeit angezeigt wird. Somit lasse ich das jetzt da drauf. G-Sensor kann man entweder ausstellen, High, Middle oder Low einstellen. Also wie empfindlich soll der G-Sensor sein, um eine Aufnahme bei einem Unfall oder einem Ereignis so zu speichern, dass sie nicht überschrieben wird bzw. gelöscht wird. Parking-Monitor kann man ein- oder ausschalten, sowie dann auch hier High, Middle oder Low einstellen. Die Empfindlichkeit, er nimmt dann quasi während des Parkens nach vorne auf, mit der Kamera nach vorne, mit der Dashcam, aber auch nach hinten mit der Rückfahrkamera. Dann haben wir noch die Timezone, die wir einstellen können. Die Lautstärke, ich habe es jetzt einfach mal auf Mittel gestellt. Dann haben wir hier die GPS-Informationen, zeigt uns also die ganzen Daten an mit den ganzen Satelliten, die er gefunden hat. GPS-Display, ob das ein- oder ausgeschaltet sein soll. GPS-Display bedeutet, er zeigt uns dann hier an, wie schnell wir fahren und er zeigt uns quasi die Himmelsrichtung an mit diesen 2 Markierungen, dass wir halt innerhalb der Linie uns befinden. Das ist mit GPS-Display gemeint. Speed Unit können wir auf hier mph oder kmh stellen und Overspeed Reminder bedeutet, zum Beispiel für Fahranfänger kann man sich einstellen, dass man, wenn man über eine bestimmte Geschwindigkeit kommt, er dann einen akustischen Signalton gibt und einen daran erinnert, ein bisschen langsamer zu fahren. Das Ganze kann man einstellen bis 160 km/h. Danach gibt es noch die Möglichkeit, dass das Display bzw. das Bild der hinteren Kamera gedreht ist. Also je nachdem, ob man die Kamera nach oben bzw. nach unten montiert, kann man dann hier einstellen, ob das Bild gespiegelt werden soll oder nicht. Also je nachdem, wie man die Kamera halt montiert hat. Show Reverse Line kann man ein- oder ausschalten. Reverse Line ist das hier. Hier zeigt er nämlich an die Fahrbahnmarkierungen. Die können wir uns dann hier auch nochmal anpassen, so wie wir es halt entsprechend brauchen. Dieses Display wird euch nur angezeigt, wenn ihr das rote Kabel angeschlossen habt, quasi dass beim Rückwärtsgang automatisch dieses Bild angezeigt. Habt ihr das rote Kabel nicht angeschlossen, wird euch dieses Zoom-Funktion und diese Reverse Lines quasi dann nicht angezeigt. Rear Cam Mirror Image, hier kann man noch einstellen,
ob er das Bild vertikal spiegeln soll, also links ist rechts, rechts ist links. Habe ich jetzt ausgeschaltet. Reset Setup, die SD-Karte kann man formatieren und zum Schluss natürlich die Firmenversion, die wir ganz am Anfang gesehen haben. Das ist im Prinzip auch schon das Menü. Einzige Gewöhnungsbedürftige hier ist, obwohl es ein Touchscreen ist, hier beim Scrollen, wie ihr merkt, es folgt nicht meinem Finger, sondern ja, er springt von Punkt zu Punkt. Sprich, wenn man das hier so ein bisschen scrollt, ist es ein bisschen anders da als auf dem Smartphone. Ist gewöhnungsbedürftig, aber alles soweit gut. Kommen wir jetzt zu den sonstigen Einstellungen, die wir haben. Ich hoffe, man kann die gute Qualität, obwohl es jetzt nach vorne natürlich regnet und das Bild verschwommen ist, des ganzen Displays hier erkennen. Man hat hier die Einstellungen, man kann hier in die gespeicherten Aufnahmen gehen. Ja. Ihr seht, ihr könnt euch das Ganze hier anschauen. Ihr könnt euch auch das Ganze hier in Vollbild anschauen. Man kann dann auch die Videos dann auch hier löschen. Ja, Vollbild ist natürlich ein bisschen verzerrt, weil das Ganze natürlich hier auf diesem Display hier ein bisschen gestreckt wird. So, gehen wir wieder zurück. Man kann hier die Aufnahme starten, beziehungsweise jetzt der G-Sensor hat angeschlagen, weil ich das Ding berührt habe. Also die Empfindlichkeit hat hier zugeschlagen und will das Ganze natürlich jetzt hier aufnehmen. Hier ist es jetzt so, man kann noch ein Bild machen, wenn man möchte. Also irgendwas ist passiert und man möchte nach vorne ein Bild machen. Kann man hier draufdrücken, dann macht er ein Bild. Mit dem Knopf kann man die Kameras wechseln. Jetzt haben wir die Vorderansicht wie auch die rückwärtige Ansicht und man kann hier nochmal die rückwärtige Ansicht sich anzeigen lassen. Auch hier kann man natürlich, wenn man möchte, ein Bild machen und ja, damit ist das Ganze auch abgeschlossen. Aber genug jetzt geredet vom Menü, von den Einstellungsmöglichkeiten. Ich zeige euch jetzt mal in dem nächsten Abschnitt, wie denn die Qualität ist zu dieser Dashcam und meiner Dashcam, die ich oben rechts hängen habe. Dadurch, dass die Linsen unterschiedlich sind und somit auch der Blickwinkel unterschiedlich ist, kann man diese Videos nicht 1:1 übereinander legen. Deshalb blende ich immer wieder mal die Qualität meiner Dashcam ein, also der oberen Dashcam und natürlich dieser hier, damit ihr einen Vergleich habt. Okay, los geht's. Kommen wir nun zum Fazit. Ihr habt also gesehen, was ist in der Box drin, wie wird das Gadget eingebaut, wie ist die Qualität der Dashcam im Vergleich zu meiner jetzigen Dashcam, wie ist die Bildqualität nach hinten und ja, ihr habt auch gesehen,
wie das Standby-Display aussieht, wie sich das Display automatisch einschaltet, wenn man den Rückwärtsgang einlegt, blende ich euch hier nochmal ein. Ich kann dieses Gadget wirklich ausnahmslos empfehlen für alle, die das Ganze nachrüsten wollen. Egal welches Auto, egal welche Marke, man kann es wirklich ganz, ganz einfach nachrüsten. Die Qualität, also die Bildqualität ist wirklich der Hammer. Ich hoffe, man erkennt es einigermaßen in dem Video, was ich gemacht habe. Also uneingeschränkt eigentlich empfehlenswert. Wieso eigentlich eine Sache, die funktioniert natürlich nicht so gut wie im MK4. Das ist nämlich der Assistent, der nachschaut, ob man innerhalb der Begrenzungslinien ist. Beim nativen System, also bei einem System, was schon im Auto drin ist, wird das Ganze natürlich kalibriert, eingemessen. Da funktioniert das natürlich wirklich tadellos. Zumindest mal ist es im Ford Focus MK4 so. Bei diesen Nachrüstsystemen, wie jetzt hier der Fall ist, verlässt sich das System natürlich auf die Kamera und versucht das Ganze so gut es geht zu machen. Habt ihr das Display einigermaßen gut ausgerichtet und auch die Kamera nach vorne ausgerichtet, funktioniert dieser Assistent auch relativ gut. Habt ihr das Ganze einfach nur montiert und die Kamera irgendwie nach vorne eingestellt, kann es sein, dass das Gerät öfter mal piept, weil es denkt, das Auto fährt über die Linie nach links oder über die Linie nach rechts. Ist also ein bisschen Einstellungssache und hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie gut die Sicht ist. Das war's eigentlich zum Fazit zu diesem Gadget. Nochmal, ich kann es eigentlich nur jedem empfehlen. Sehr einfacher Nachrüstsatz, sehr schnell eingebaut, Qualität ist top. Ich werde für mich auf jeden Fall meine alte Dashcam hier rausschmeißen und werde nur noch dieses Display hier verwenden. Falls ihr noch Fragen habt, stellt sie mir doch in den YouTube-Kommentaren. Ich versuche die Fragen so gut es geht zu beantworten. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.